Liebe Zuschauer, seien Sie begrüßt. Und zwar, wir wollen mit Ihnen wieder mal über Afghanistan reden. Wir wollen mit Ihnen über die Militäroperationen der Amerikaner, der Europäer und der NATO-Staaten in Afghanistan mit Ihnen reden. Wir wollen über die Folgen dieses Krieges, dieser Auseinandersetzungen der Amerikaner in Afghanistan mit Ihnen reden. Wir wollen mit Ihnen unsere Meinung teilen. Ich hoffe, dass für Sie unsere Diskussion nicht langweilig wird. Liebe Zuhörer, wie Sie wissen, die Amerikaner sind nach Afghanistan einmarschiert und mit dem Zweck, das Taliban-Regime zusammenzuschlagen, dieses Regime zu vernichten und die Taliban aus dem Lande zu vertreiben. Dies ist ja natürlich den Amerikanern auch gelungen, nachdem die Amerikaner nach dem Ereignis des 11. September in Afghanistan einmarschiert sind, mit ihnen verbunden natürlich mit den NATO-Staaten, so dass sie im Laufe dieser 18-jährigen Auseinandersetzungen der Amerikaner und der NATO-Staaten mit den Taliban den Amerikanern weitgehend gelungen ist, das Taliban-Regime in Afghanistan zu vernichten und die Taliban aus Großstädten des Landes zu vertreiben. Wie ich Ihnen auch in den vergangenen Videos mitgeteilt habe, in den vergangenen Diskussionen mitgeteilt habe, die Amerikaner haben natürlich in Afghanistan zahlreiche militärische Auseinandersetzungen mit den Taliban gehabt und infolgedessen sind natürlich sehr, sehr viele Menschen verstorben, sehr, sehr viele Menschen getötet wurden, auch unschuldige Menschen getötet wurden, sehr, sehr viele Häuser, sehr, sehr viele Dörfer und Provinzen vernichtet wurden, so dass die Amerikaner auch jede Menge neue Waffen in Afghanistan auch eingesetzt haben und diese Waffen auch zur Probe gestellt haben und diese Waffen natürlich trainiert haben in Afghanistan, so dass man sagen kann, dass die Amerikaner mit den neuen Waffen in Afghanistan zahlreiche, umfangreiche Vernichtungssituationen erschaffen haben, so dass in Afghanistan infolge dieser Auseinandersetzungen sehr, sehr viele Schäden entstanden sind. Wie Sie wissen, liebe Zuhörer, die Amerikaner sind natürlich momentan mit den Taliban in Katar in Verhandlungen. Die Amerikaner führen ja Verhandlungen mit den Taliban mit dem Zweck, die Taliban wieder an die Macht zu bringen und eigenen Abzug aus Afghanistan mit Taliban zu verhandeln, so dass die Amerikaner die Taliban an die Regierung bringen und selbst aus Afghanistan abziehen und den Zeitplan dafür verhandeln die natürlich mit den Taliban momentan in Katar. Und das wissen Sie natürlich, das hatten wir Ihnen bereits in anderen Videos mitgeteilt. Wir fragen uns natürlich, liebe Amerikaner, ihr seid nach Afghanistan einmarschiert und haben natürlich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viele Militäroperationen in Afghanistan gehabt. Sie haben zur Folge gehabt, dass sie die afghanische Armee vernichtet haben. Sie haben zur Folge gehabt, diese Auseinandersetzungen haben zur Folge gehabt, dass die afghanische Luftwaffe vollständig vernichtet wurde und dass die sogar Zivilflugzeuge in Afghanistan seitens der Amerikaner bombardiert wurden und die Amerikaner haben natürlich sehr, sehr viele militärische Einstellungen in Afghanistan bombardiert, über die afghanische Seite momentan nicht mehr verfügen und die Amerikaner haben natürlich sehr, sehr viele Ausrüstungen aus Afghanistan weggeschafft bzw. vernichtet, so dass die afghanische Armee heute nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen, sich selbst gegen die Terroristen aus dem Ausland kommenden Terroristen zu verteidigen, vor allem aus Pakistan und anderen Ländern der Gegend, so dass die afghanische Armee über keinerlei richtige Ausrüstung verfügt und dass die afghanischen Armee, dass der afghanischen Regierung diese Ausrüstungen und diese Sachen natürlich fehlen. Die Amerikaner haben natürlich ihrerseits der afghanischen Armee, der afghanischen Regierung keinerlei Flugzeuge zur Verfügung gestellt. Es sind natürlich ein paar Hubschrauber, die natürlich sehr, sehr geringe Zahl darstellen. Diese Flugzeuge sind natürlich in geringer Zahl vorhanden und so, dass die afghanische Armee natürlich diese Flugzeuge
Flugzeuge nicht überall einsetzen können. Andererseits sehen wir, dass die indische Regierung als Entwicklungsland der afghanischen Armee, der afghanischen Regierung ihrerseits Kampfflugzeuge zur Verfügung stellen. Wir fragen uns natürlich, die Amerikaner, warum die Amerikaner unsere Flugzeuge, unsere Luftwaffe bombardiert haben und mit dem Zweck, in Afghanistan die Terroristen zu vernichten und die afghanische Regierung in die Lage zu versetzen, sich selbst zu verteidigen gegen die Terroristen und gegen die Extremisten. So, dass wir natürlich uns wiederum fragen, warum die amerikanische Seite nicht imstande ist, nicht in der Lage ist, die afghanische Regierung mit diesen Ausrüstungen auszurüsten und der afghanischen Seite diese Flugzeuge nicht zur Verfügung stellen. Liebe Zuhörer, andersrum fragen wir uns natürlich, warum die Amerikaner zuerst die Taliban und das Taliban-Regime vernichtet haben und heute wiederum verhandeln dieselben Amerikaner mit den Taliban, um wieder an die Macht zu kommen, und die Amerikaner verhandeln mit den Taliban über ihren Abzug aus Afghanistan. Wir fragen uns natürlich, warum überhaupt die Amerikaner nach Afghanistan einmarschiert sind und obwohl die Amerikaner sehr, sehr umfangreiche Schäden in Afghanistan eingerichtet haben, und Afghanistan haben die natürlich zahlreiche Menschen vernichtet, zahlreiche unschuldige Menschen getötet und verwundet, und genauso viele Menschen haben Afghanistan verlassen. So, dass wir dies nicht nachvollziehen können. Dies ist natürlich für uns nicht nachvollziehbar, warum die Amerikaner erst in Afghanistan einmarschieren und das Taliban-Regime vernichten und dann wieder nach 18 Jahren dieselben Taliban in Afghanistan wieder an die Macht bringen und selbst natürlich das Land verlassen und abziehen. So, dass wir die Amerikaner weltweit natürlich natürlich UNO-Gerichten dazu befragen werden, warum die Amerikaner so viele zahlreiche militärische Auseinandersetzungen im Lande hatten und natürlich in Afghanistan alles vernichtet hatten, was die Afghanen besaßen, und diese haben die natürlich heute nicht mehr zur Verfügung, so dass die afghanische Regierung, die afghanischen Menschen, das afghanische Volk von jeder Seite von Terroristen überfallen werden in Afghanistan. Jeden Tag Menschen sterben, weil die afghanische Seite, die afghanische Armee sich selbst nicht rechtzeitig und nicht natürlich wirkungsvoll verteidigen können. Liebe Zuhörer, wir werden natürlich mit Ihnen weitere Fakten in diesem Zusammenhang mitteilen, und diese Fakten werden wir Ihnen zur Verfügung stellen. Heute verabschieden wir uns von Ihnen. Wir werden mit Ihnen im zweiten und dritten und vierten Teil unseren Beitrags in diesem Zusammenhang mit Ihnen teilen. Danke für Ihr Zusammenschauen und danke Ihnen.